31. Dezember. Partystimmung pur beim internationalen Raiffeisen Silvesterlauf in Peuerbach. Tausende begeisterte Fans. Kinder-, Volks- und Staffelläufe. Die Weltelite beim Lauf der Asse zum Anfassen. Zusehen, mitmachen, dabei sein. 31. Dezember ab 12 Uhr. Internationaler Raiffeisen Silvesterlauf in Peuerbach. Wo Autos schöner wohnen. Bangerl Fertiggaragen. Die Nummer 1 bei Fertiggaragen. bangerl.at. Noch heißt es sich 1,5 Monate gedulden, bis der erste Startschuss beim sportlichen Top-Ereignis im Hausruckviertel fällt. Am 31. Dezember 2018 gibt sich beim 38. Internationalen Raiffeisen Silvesterlauf die Weltelite die Ehre. Schon am 15. November wirft Europas wohl bestbesetzter Silvesterlauf auf dem Kristallschiff seine schönen Schatten voraus. Lauf, sucht, heißt an diesem Abend die Devise an Bord des Donau-Luxusliners. Gesucht wird jene Dame, die am letzten Tag des Jahres im Cabrio vorfahren wird, um dann ihre Siegerküsschen an die Laufstars zu verteilen. Eine sehr heikle Aufgabe also für die hochkarätige Jury, in der auch die Miss Silvesterlauf 2005 ihre Noten verteilt. Ja, also das ist jetzt schon eine Zeit aus, also fast schon gar nicht mehr wahr, wie das damals war. Auf was man achtet, das Gesamtpaket muss stimmen, dass die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, das wissen wir. Und somit schaut man jetzt nicht nur rein auf das perfekte Gesicht, sondern muss einfach das Gesamtpaket stimmen. Das heißt, wenn die drüber geht, die muss mich begeistern können, die muss eine Ausstrahlung haben, die muss sie von der Kamera gut präsentieren können. Und das ist, glaube ich, viel mehr wert als das perfekte Gesicht, die perfekte Figur. Für mich ist das nicht wichtig, für mich ist die Ausstrahlung das Ausschlaggebende. Ja, ich versuche jeder Dame gerecht zu werden, so wie sie es verdienen. Das ist für mich auch das erste Mal eine Premiere. Also, wie gesagt, ich versuche das fair zu bewerten und man möge meine Fehler nachsehen. Ja, muss einfach das Gesamtkonzept passen. Also ich gehe da sehr viel auf die Ausstrahlung, natürlich Körper und was natürlich für Hobbys haben und wie sie sich preisgeben vor dem Mikrofon. Ich glaube, das ganze Konzept von so einer Miss Silvester muss einfach passen. Ja, also ich achte auf das Gesamtpaket und ja, die Figur ist natürlich auch wichtig, aber das Gesicht ist genauso wichtig, finde ich. Und ja, es sind sehr hübsche Mädels dabei und ja, ich bin gespannt, wer es wird. Ich habe mit dem Hubert ein paar Mal gesprochen, die Misswahl, es ist nicht immer ganz so einfach, das zu organisieren, dass man es auch finanziert, das gehört ja dazu. Wie gesagt, aber es fehlt ein bisschen was. Es ist so, dass das einfach so ein Auftakt ist, ein schöner Aufputz ist und einfach ein gewisses Feeling gibt, auch am Silvesterlauftag, dann am 31. wenn dann die Missen nochmal auffahren oder mal rundum fahren, das hat schon was. Was hier der oberste Peuerbacher und seit der Gemeindefusion jetzt ja auch oberster Brucker anspricht, ist die Tatsache, dass es die Misswahl ein paar Jahre nicht gab und erst letztes Jahr durch das Trio Hubert Lang, Elmar Rieger und Huemer wieder zum schönen Leben erweckt wurde. Erfreut darüber sind nicht nur die vielen Gäste am Kristallschiff, sondern auch die Partner der Misswahl und, natürlich auch die Männerwelt. Ja, generell, sag mal, ich bin jetzt kein Oberösterreicher, ich bin ja von Kärnten jetzt mehr oder weniger da durch den Last hergekommen. Aber der Silvesterlauf von Peuerbach ist mir auch ein Begriff und war mir vorher schon ein Begriff. Deswegen finde ich das jetzt, das Ambiente da, Kristallschiff kenne ich auch zum ersten Mal. Absolut schön, wirklich traumhafte Kulisse. Schönes Ambiente und ich finde, das haben sie sehr verdient. Weil ich glaube, das ist doch wirklich ein hochkarätiger Lauf und von daher absolut passend. Also es freut uns total, dass wir da als Medienpartner dabei sein dürfen. Es ist eine super Veranstaltung. Ich habe in der Jury sitzen dürfen, ganz schwere Entscheidung. Ich meine, für uns passt es natürlich, weil wir sind ja immer direkt vor Ort und wenn die feschesten Mädels aus der Nachbarschaft gesucht werden, dann passt es einfach. Die Fashion Mädels präsentieren sich Jury und Besuchern in 3 Durchgängen: Freizeitbekleidung, Bikini-Outfit und natürlich in ihren tollen Abendroppen.
Das gefällt natürlich auch dem Präsidenten des größten oberösterreichischen Sportdienstleisters, der ja selbst ein äußerst attraktives Damenteam. Neben Nicole Oettel sitzt auch Beachvolleyball-Beauty Lisi Klopf in der Jury, als sehr kompetente Mitarbeiterinnen der Sportunion Oberösterreich in seinen sportlichen Reihen hat. Genau so ist es. Die Union ist eine moderne, auch schöne Sportorganisation mit sehr attraktiven und engagierten Mitarbeiterinnen. Und Sie sind heute auch zu Gast hier am Kristallschiff. Es ist ja eine besondere Veranstaltung wieder des Hubert Lang. Die Miss Silvesterlauf sozusagen wird gewählt, aber was ich auch sagen möchte, es gibt nur einen Mr. Silvesterlauf und das ist der Hubert. Und bei dem möchte ich mich heute einfach einmal bedanken. Er ist einer, der ungemein viele Initiativen gesetzt, der viel im Sport auch in Oberösterreich entwickelt hat und der es schon immer verstanden hat. Und darauf kommt es letztendlich auch an, den Sport, das Produkt, die Veranstaltungen zu verkaufen. Und so hat er schon über Jahrzehnte auch die Partnerschaft mit der Wirtschaft gelebt und viel zum Erfolg insgesamt beigetragen. Im Fall des angesprochenen Hubert zeigt sich an diesem Abend auch, dass schöne Frauen zu einer sehr schnellen Genesung beitragen können. Es ist richtig, ich bin gestern und vorgestern mehr oder minder im Bett gelegen, aber für so einen Abend, da muss man gerüstet sein, da reißt man sich zusammen. Das heißt, schöne Mädchen machen auch gesund? Schöne Mädchen machen Männer immer gesund. Eine Misswahl, also auch eine schnell und sehr gut wirkende Medizin. Nicht gut, sondern ebenfalls sehr gut ist auch das, was das gemischte Doppel in Sachen Moderation abliefert. Die Schlagerqueen Romy aus Bayern und Uwe Holly, dessen Stimme man bei vielen großen Sportveranstaltungen hört, ergänzen sich perfekt. Es ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Man sieht ja, die Damen machen das sehr, sehr gut und es hat ja auch was gemeinsam, eine Misswahl mit dem Sport, mit der Leichtathletik. Du musst fit sein und wenn du das gut rüberbringen willst und die Jury überzeugen kannst von dem Ganzen, dann macht das natürlich als Moderator auch sehr Spaß und die Damen machen das super. Mir macht es einen riesen Spaß und es ist eine sehr gelungene Veranstaltung. Vor allen Dingen gemeinsam mit einer Kollegin, mit Romy. Also sie macht das wirklich ausgezeichnet. Die Dame ist absolut das Kommen wert und ich hoffe natürlich, dass sie auch im nächsten Jahr wieder hier mit dabei ist und beim Silvesterlauf wird sie auch wieder mit dabei sein. Ja, auf alle Fälle. Für mich ist es auch schon wieder interessant, auch zum zweiten Mal, denn wir haben einen tollen Location-Wechsel. Ist auch spannend hier auf dem Kristallschiff und wir haben wieder tolle Mädels mit dabei. Es sind sehr, sehr nette Gäste mit an Bord und weißt du, was das Lustige ist? Es kann keiner vom Bord gehen, gell? Es kann keiner heimgehen, sondern wir warten natürlich alle gespannt auf das Ergebnis. Bis es soweit ist und die Miss Silvesterlauf ihr Krönchen aufs Haupt gesetzt bekommt, unterhält die sympathische Lady aus Bayern die vielen Gäste an Bord des mit über 1 Million Swarovski-Kristallen verzierten Luxusschiffes mit ihren Sanges- und Showkünsten. Da wird auch schon mal ein ordentlicher Twist auf die schwankenden Bretter gelegt. Die Jungs, die da ihre Tanzkünste zeigen, haben dann nach Bekanntgabe des Endergebnisses viel Grund, um weiter zu feiern. Denn zur Miss Silvesterlauf 2018 wird die Dame gewählt, wegen der sie als Fans an Bord gegangen sind. Ich bin die Melina, bin aus Nordernbach, bin 21 Jahre alt und Kosmetikerin und Fußpflegerin. Vor allen Dingen mit einem riesen Fanclub hier angereist. Ja, auf jeden Fall. Wollten alle mitfahren. Hat anscheinend geholfen. Ja, stimmt. Die Nordernbacherin ist übrigens seit 25 Jahren wieder eine Miss, die aus dem Ursprungsort des weltbekannten Silvesterlaufs stammt. Als 1981 der Silvesterlauf in Natternbach seinen Erfolgsrang startete, war die Miss 2018 natürlich noch lange nicht geboren. Jetzt heißt es für Melina, sich auf ihre Arbeit am 31. Dezember 2018 vorzubereiten. Ja, das ist eine schöne Arbeit, die wird im Cabrio präsentiert, die darf den Silvesterlauf-Sieger küssen. Also ich glaube, das ist keine Arbeit, sondern das ist ein Hobby. Zufrieden mit dem Ausgang der Wahl ist auch der Hauptsponsor dieser großartigen Gala. Naja, nachdem wir es schon so viele Jahre machen, ist es wirklich so, dass ich schon fast dazugehöre. Ich fühle mich auch schon so. Und wo Autos schöner wohnen, reden wir auch von schönen Autos, von schönen Garagen. Da passen schöne Frauen wirklich sehr gut dazu.
Nach Peuerbach begleiten werden Melina am letzten Tag des Jahres 2018 übrigens die beiden Fashion-Mädels, die neben ihr am Stockerl stehen. Nämlich Jasmin Eberhardt, eine 16-jährige Kärntnerin, und die 19-jährige Jana Kleinpötzl aus Ried im Innkreis. 2 Gründe mehr also, um am 31. Dezember ins Hausruckviertel zu reisen, um mittendrin zu sein. Beim wohl bestbesetzten Silvesterlauf Europas, dem in Peuerbach.